Airdrops sind ideale Marketingmethoden, um auf ein neues Kryptoprojekt aufmerksam zu machen und die Community-Aktivität zu fördern. Teilnehmer können dabei kostenlose Kryptowährungen einsammeln, die sie dann im Best Case mit einigem Gewinn verkaufen können. Doch wie findest du jetzt gute Airdrops und wie kannst du daran teilnehmen? Was musst du beachten, damit du auf keine Fakes und Betrüger reinfällst? Mein Thema also, wie starte ich mit Krypto-Airdrops, die wichtigsten Praxistipps zusammengefasst. Um das Thema für dich anzugehen, habe ich mir meinen YouTube-Kollegen Hugo mit an Bord geholt, der uns seine Erfahrungen teilen wird. Es wird richtig, richtig spannend. Ich habe richtig Bock drauf. Und da bleib dran. Noch schnell liken, abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Hey, du tust dir schwer, Kryptowährungen zu analysieren und den passenden Coin für dich zu finden? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. In meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. So, hey Hugo, erstmal schön, dass du da bist, heute dir die Zeit genommen hast für uns. Ja, vielen Dank. Also, das freut mich auch riesig, Steffi, mich mit dir über genau dieses Thema auseinanderzusetzen. Was sind Airdrops? Wie werden sie gemacht? Warum? Und ich bin mir auch sicher, dass ich dir und auch deiner Community da auch den entsprechenden Mehrwert bieten kann. Denn rückblickend sind Airdrops schon sehr, sehr lukrative Sachen. Und es freut mich auch sehr, mit dir genau über dieses Thema sprechen zu können. Lukrativ sind sie. Hast du dich schon mal von dem schnellen Geld einlullen lassen? So Einstiegsfrage. Bist du schon mal reingefallen auf so einen Fake-Airdrop? Ähm, Ne, tatsächlich nicht. Deswegen also, es gibt schon sehr, sehr viele Scammer. Sie versuchen durch, wenn Airdrops, oder ganz kurz, ich will 'n bisschen weiter ausholen. Wenn man Jeden sich Fall. mit dem Thema Airdrops beschäftigt, dann ist das A und O und ein ungeschriebenes Gesetz, dass man niemals Links von irgendwelchen externen Leuten benutzen soll. Denn es gilt auch eine Regel bei Airdrops, immer nur die Links zu nutzen, die über offizielle Kanäle auch veröffentlicht werden. Und das ist somit die goldene Regel, denn du hast es gerade angesprochen, Steffi, das Thema Airdrops, da können sehr, sehr viele Leute drauf reinfallen, indem ein Fake-Claim-Page eröffnet wird. Und ich habe auch in der Vergangenheit sehr, sehr viele Leute gesehen, sie sind alle drauf reingefallen, Wallet leergeräumt und so weiter. Das geht ja auch sehr, sehr schnell. Und deswegen ist auch für jeden Profi da draußen, der sich im Bereich Airdrop Farming auseinandersetzt, auch die goldene Regel, niemals irgendwelche Links über externe Webseiten oder über Twitter, ne, zu Mhm. nutzen, weil das ist eigentlich, ja, der schnellste Weg, um gescammt zu werden. Auch da ist es schon total schwierig, ne? Wenn sich irgendein Scammer jetzt ein verifiziertes Konto nimmt und sich dann ausgibt, da fällt man doch schnell irgendwie drauf rein. Ja, tatsächlich es gibt immer ein Restrisiko, aber, wenn man sich auf die Twitter-Page beschränkt oder wenn man noch sehr unsicher ist, mal in Discord rückfragen. Also, es gibt sehr, sehr viele Leute, die auch speziell auf Discord fragen: „Ist dieser Link legit?“ Und, wenn die Mods dann schreiben oder selbst die einzelnen Mhm. Mitarbeiter des Projektes schreiben: „Ja, es ist legit“, dann kann man schon davon ausgehen, dass es auch soweit okay ist. Aber ja, äh, man ist nie geschützt davor, dass irgendeine Twitter-Page gehackt werden kann, ne? Ja, Also Restrisiko besteht immer. ja. Solange der Nutzen überwiegt, du hast es grade erwähnt, lukratives Geschäft. Oh, ich würde mal sagen, starten wir einfach mal aus der Sicht Perfekt. einesjenigen, der keinen Plan von Airdrops hat, Ja, sagt: „Ja, wie finde ich jetzt 'nen guten Airdrops?“ Vorausgesetzt, er fällt schon mal nicht auf die, Fake-Falle rein. also ich glaube so, dass das Wichtigste, Steffi, ist erstmal, wenn ich frech das selber moderieren darf, erstmal mit dem Thema zu beginnen, was eigentlich Airdrops sind. Ich glaube so, das ist so das Wichtige, worauf man aufbauen kann, denn die Airdrops werden aus, vielerlei Perspektiven gemacht. Erstens aus Sicht der Community-Bildung. Das bedeutet, dass ein Projekt, der gerade am Starten ist, auch eine Community braucht. Und, diese Community kann als, ja, als Community dienen, die dann mit der Zeit wächst und, das Projekt hat was davon, die Leute in der Community haben was davon. Es wird aber auch viel als Marketingwerkzeug genutzt, Mhm. denn auch Airdrops können Marketing, PR generieren, eine hohe Lautstärke über Krypto Twitter und Airdrops, ähm
es ist so 'ne ganz, ganz kleiner, grauer Bereich. Das gilt nicht als Tokenverkauf, sondern als Sondern? ein sondern als verschenkte Coins, ne? Es Ja. ist, also aus Sicht der regulatorischen Bedingungen zählt ein Airdrop nicht, unter die Wertpapiere, weil dafür aktiv kein Geld dafür aufgewendet worden ist. Und für die Projekte hat das auch einen enormen Mehrwert, weil einfach im Hintergrund viel TVL reinkommt, viel Interaktion reinkommt. Die einzelnen Devs können die Blockchain testen, je Mhm. nachdem, was für ein Projekt das ist. Also, es gibt viele verschiedene Gründe für 'n Airdrop, aber so aus meiner Erfahrung heraus sind die häufigsten Gründe der Aufbau einer Community und Ja. natürlich auch viel Transaktion, viel Verkehr in die Blockchain zu bringen, um, einfach es zu testen, ne? Also 'n Stresstest zu unterziehen. Ist es nicht so, wenn man die Community mit 'nem Airdrop aufbaut, dass, ja häufig auch nach dem Airdrop-Start die meisten Nutzer, deswegen ist ja das Geschäft auch lukrativ, den Coin dumpen. Das heißt, wie ist es so? Hast du die Erfahrungen gemacht, Coin geht nach unten, wenn du bei 'nem Airdrop mitgemacht hast? Wie ist es mit dem Aufbau der Community? Also, was hast du so für positive, aber auch für negative Erfahrungen gemacht? Ja, also, ich habe heute tatsächlich meine Parcel-Token geclaimt auf Solana, Ja, grade cool. eben. Da habe ich, auf meiner Twitter-Page da poste ich sehr, sehr viel Content zu Airdrops. Ja, es wird so bald Immobiliensektor, sehr geiles genau, Projekt. Real-World Assets auf Solana. Man hat schon frühzeitig Liquidität zur Verfügung gestellt und, ich habe grade die Coins geclaimt und habe sie sofort verkauft. Also, ich bin selbst nicht besser gewesen, aber die Coins werden immer nach dem Start gedumpt. Das ist so. Das ist, genauso wie wir wenn ein gehyptes Projekt startet und die ganzen Sniper-Bots diese Projekte aufkaufen und nach 'n paar Stunden erst der Dump kommt, kommt Mhm. der Dump bei einem Airdrop-Start direkt unmittelbar im ersten Block, wenn die Projekte live gehen. Wie viel hast du Gewinn gemacht, wenn ich fragen darf? Also, hat sich das überhaupt rentiert, wenn man weiß, dass man direkt danach eh wieder dumpt? Macht es nicht dann mehr Sinn, bei 'nem Airdrop zu halten? Also, was sind so deine Strategien? Also, das gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Vorweg muss man sagen, Steffi, man kann nie abschätzen, wie viel ein Airdrop bringen wird. Bei Parcel war das jetzt $300. Das war ist okay. Dafür, dass ich im Mainnet Liquidität zur Verfügung gestellt habe. Das war's. Mehr habe ich nicht gemacht. Also, Wie ich war da viel hast jetzt du Liquidität zur Verfügung gestellt? Also, was war so 'n paar Tausend Dollar. So, also, okay, also es gibt, immer unterschiedliche Arten von Airdrops. Also, man kann das in 2 Bereiche einsortieren. Der erste Bereich ist 'n Testnet. Da, gibt es noch keinen Coin und man ist im Testnet unterwegs. Da gibt es zum Beispiel oder als Beispiel zu nennen ist Berachain oder auch, viele andere Projekte, die noch tokenless sind, so wie die Base-Blockchain. Sie alle werden noch bald 'n Airdrop bringen. So, und es gibt auch Mainnet-Airdrops. Das heißt, ein Mainnet ist bereits gestartet und da ist es viel lukrativer, gleich mit echtem Geld auch zu arbeiten, indem man Liquidität zur Verfügung stellt. Man unterstützt das Ökosystem, indem man Kapital aufwendet und dazu beiträgt, dass die Projekte wachsen. Also, aus Sicht der mhm, KPIs, aus Sicht der Liquidität wachsen sie alle und damit kriegen diese Projekte auch 'n super Bewertungen oder auch leichter für Kooperationen oder einfach zu flexen, dass sie so und so viel Liquidität auch, geonboardet haben. Und ja. du kannst, um noch mal auf die Frage zurückzukommen, du weißt immer nicht, wie viel, Token bei rumkommen, denn, ähm es hängt von vielen verschiedenen Faktoren an, je nachdem, wie viel Geld du aufwendest, wie viel du separat noch machst. Es gibt noch auch über Discord Rollen, die du noch bekommen kannst bei allen fast bei allen Airdrops und wenn du 'ne gewisse Art von Rolle hast, dann, wirst du gleich für einen Pool mit aufgewendet oder mit berücksichtigt oder vielleicht spezielle NFTs zu halten. Es gibt da Mhm. 'ne schier Unmengen an Möglichkeiten, um einfach deine Allokation zu erhöhen. Was bei mir jetzt der Fall war, ich habe im Mainnet gearbeitet, habe Liquidität zur Verfügung gestellt. Das war's. Das war im Februar und das Ding ist so durchgelaufen. Das Geld Mhm. lag sowieso bei mir rum und, es zum Beispiel
Das war jetzt nicht so lukrativ. Ich meine, haben oder nicht haben, es ist schon okay gewesen. Ja. Aber dafür, dass Real World Asset auf Solana aufgebaut wird, war das für mich jetzt auch so eher viel Hype, ne? Ganz Krypto-Twitter hat Zeit davon gesprochen. reingesteckt, also auch noch so eine Sache. Also sagst du so, wo hast du jetzt für dich andersherum, bleiben wir doch bei dem Parcel-Beispiel. Ja. Kannst du einfach mal so den Verlauf schildern? Wie bist du auf das Projekt gekommen, auf den Airdrop? Und ja, warum hast du dich zum Beispiel entschieden, da mitzumachen? Und warum die Strategie direkt abzuverkaufen? Einfach mal an dem Beispiel. Mhm. Ich habe das tatsächlich über Twitter gesehen. Real World Asset, tokenloses Projekt, ist im Mainnet gestartet. Bei Projekten, die gerade keine Token haben, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sie bald einen Token bekommen werden. Und wenn sie bereits in einem Mainnet starten, aber noch keinen Token haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch, dass sie einen Coin bekommen. Besonders dann, wenn Governance gefordert wird, wenn vielleicht die Dezentralität gefordert wird. All diese Ja. Projekte brauchen einen Token. Und das war für mich dann ein Anreiz zu sagen, okay, da spielt jetzt auch viel Erfahrung mit rein. Ich habe gemerkt, dass es ein Mainnet bereits in eine Mainnet übergegangen ist und dass ich Punkte sammeln konnte. Überall da bei Projekten, wo irgendwelche Punkte man verdienen kann, da weiß man, da wird ein Airdrop kommen. So, wenn ich meine Airdrops bekomme, gibt es bei mir eine Regel. Das hat sich über die Erfahrung hinweg aufgebaut. Diese Regel heißt einfach nur verkaufen. So schnell wie möglich. Es ist wirklich so. Schneller als die Bots. Ja, es ist für mich in dem Moment egal. Ich habe das bekommen, was ich wollte und jeder andere auch. Denn dieser Markt, der ist sehr, sehr egoistisch. Ja, ich meine, wenn ich nicht verkaufe, dann hänge ich ja auf wertlosen Coins erstmal. Deswegen so schnell wie möglich verkaufen. Früher war es immer noch 50-50, je nachdem, wie doll ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich zum Beispiel bei Wormhole, kennst du Portal Bridge? Ja, Wormhole? hast du Genau, überhaupt mitgemacht? da habe ich auch mitgemacht. Da habe Ist ich ja seit extrem auch jetzt gerade nach unten gegangen, der Kurs, ne, nach dem Airdrop. Genau, ja, das waren bei mir $8.500, die ich an Airdrop bekommen habe. Und das habe ich aber auch schon seit Jahren gefarmt. Ne? Also immer die Bridges benutzt, viel Transaktionen generiert und so weiter. Deswegen ist nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, ich schweife häufig ab. Du merkst, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ne? Und vielleicht für den einen oder anderen Zuschauer oder Zuschauerin da auch ein sehr, sehr neues Thema, denn das sind Aspekte in Krypto, die, wenn ich meine Freunde erzähle, dass ich $8.500 einfach so bekommen habe, dann heißt es immer, hä, wie, so, ne? Und deswegen ist das ein sehr, sehr interessanter Bereich. Ich meine, man muss da halt auch schon was machen für, ne? Und der Tokenverkauf, es hat sich einfach aus Erfahrung gezeigt, dass das der beste Weg ist. Auch bei Portal Bridge alles bei $1,50 verkauft und nicht enttäuscht gewesen. Wenn du jetzt einem Anfänger in Krypto oder jemanden, der sagt, ich kenne mich vielleicht ein bisschen mit Krypto aus, aber ich will jetzt einfach mal an 'nem Airdrop teilnehmen. Ich habe jetzt nicht irgendwo, so wie du, ewig lang irgendwie Liquidität angeboten. Wie nehme ich jetzt an einem Airdrop teil? Das ist, man muss Hast du erstmal eine so ein bisschen. Webseite oder so 'n Starttipp, irgendwas, so was in die Richtung? Es gibt eine Webseite, die werde ich auch gleich mit dir teilen. Sie heißt nämlich airdrops.io. Da werden potenzielle Airdrops aufgelistet und da kann man quasi schauen, welche Projekte tokenlos sind, wo es sich vielleicht lohnen würde, mit dran zu partizipieren. Aber so das Wichtige ist, da spielt auch eine Portion Erfahrung mit rein, denn es gibt sehr, sehr viele Projekte. Sie werden Sie sagen alle irgendwie, wir werden ein Airdrop veranstalten oder wir werden das und das machen und machen schon Versprechungen. Und aber letztlich kommt da wenig bei rum. Ne? Okay. Ein gutes Beispiel ist gerade die Venom-Blockchain. Ich weiß nicht, ob du Venom kennst. Binance, backed by Binance, glaube ich. Sie Okay. haben über
schon damals, vor einem halben Jahr sind sie gestartet. Im White Paper stand drin, sie werden 12% der Coins an die Community verteilen. So, das ist das erste Signal, wo ich dann schaue, okay, es handelt sich hier womöglich um ein Airdrop. Sobald Coins an die Community im White Paper, in den Tokenomics auch drin steht, dann wird es höchstwahrscheinlich ein Airdrop geben. Ich persönlich farme aber keine Airdrops, wo das Dev-Team schon vorweg mitteilt, dass sie einen Airdrop machen werden. Weil dann kann man davon ausgehen, dass diese Unternehmen diesen Hype, diesen Airdrop-Hype verfolgen wollen. Aber wenn es einen Airdrop geben sollte, dann wird der womöglich viel zu schwach ausfallen. Wenn das Dev-Team selber sagt, wir werden einen Airdrop machen, also Versprechungen macht, davon halte ich mich immer fern. Lieber auf Projekte übergehen, die sagen, sie wollen Dezentralisierung. Weil Governance-Token, wir streben eine Dezentralisierung an, wenn sie eine Proof-of-Stake-Blockchain sind, auf wie auch immer, Layer-2-Solution auf Ethereum. Das sind für mich die Signale, wo ich dann eher hingehe, weil das sind die Erfahrungen. Ne? Wenn jemand dir Versprechungen macht, dass sie einen Airdrop machen, dann wird der nicht groß ausfallen. Und Unternehmen, die sagen, Dezentralisierung, Governance und so weiter, da wird es womöglich schon größer werden, weil diese Projekte von Anfang an niemals sagen würden, wir machen einen Airdrop, weil sie damit viele Leute anziehen würden. Und das versuchen die Unternehmen immer so gekonnt, so ein bisschen gegenzusteuern oder wegzusteuern. Ja. Für mich ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel CK Sync. Hast du schon mal was davon gehört? Ja, ist ein Layer 2. Genau. Gibt es schon länger? Hast du mitgemacht? Oder nee, kommt ja jetzt, glaube ich, was erst, ne? Oder wie Genau, war das? der ist gerade im Mainnet. Und wenn ich jetzt einen Anfänger erzählen würde, wenn sich die Person so ein bisschen mit Krypto auskennt, dann würde ich dem Anfänger sagen, dass sehr, sehr viel die Lernkurve bei Airdrops extrem hoch sein wird, weil man sehr, sehr viel dazu lernt. Man lernt die Blockchain kennen, man lernt unterschiedliche dApps kennen. Um an einem Airdrop mit zu partizipieren, muss ich schon besonders viele Unique-Transaktionen durchführen. Das heißt, zum Schluss wird CK Sync auf alle nochmal schauen, wird einen Snapshot durchführen und der Snapshot ist immer das, worauf man hinarbeitet. Wenn ich jetzt über Arbeit spreche, meine ich Swaps durchführen, Liquiditäten bereitstellen, NFTs minten, NFTs kaufen, verkaufen, Transaktionen generieren und für Profis sogar auch Smart Contracts erstellen. So, das mache ich auch nebenbei, um an diesem Airdrop mit zu partizipieren, dass ich über Solidity eine Smart Contract schreibe und auch diese dann im Mainnet deploye. Es ist schon sehr, sehr viel. Machst du das alles so nebenbei oder ist es dann Airdrop so ein bisschen so deine Hauptfarming-Strategie? Krypto ist mein Leben, Steffi. Das ist so. Ich verbringe die ganze Zeit nur mit Krypto. Ich bin so im Rabbit Hole drin, ich sag's dir. Geil. Also, es ist wirklich, ich kann an nichts anderes mehr denken. Und das ist so ein Thema, wo ich so aufgehe, wo ich aber auch zeitgleich so viel gelernt habe über Layer 2, was tue ich, wenn meine Transaktion stecken bleibt, wie sieht es aus mit der GWAI, ne? Wie kann man seine Transaktion viel schneller validieren und so weiter. Also ich mache das sehr, sehr gerne, es macht ja auch Spaß und ja, man lernt dazu, ne? Ich denke auch so Solidity oder Rust, so die Programmiersprachen, die werden auch irgendwann mal also die Leute, die das können, werden auch super erfolgreich werden, so weil es nicht so viele Leute gibt, ne, auf Solana zu schreiben oder auf Ethereum zu schreiben. Und genau, das tue ich tatsächlich. Und sie werden alle zum Schluss hin über einen Snapshot schauen, wer hat am meisten Geld reingeknallt, wer hat am meisten Volumen erzeugt, wer hat die meisten Transaktionen gemacht. Und all das wird wie ein Punktesystem runtergerattert und zum Schluss hast du deine Claimable Token. So, die du dann. Das heißt, so erhöhst du auch die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach mehr bei den Airdrops gewinnst. Also vielleicht hier nochmal so für diejenigen da draußen. Es macht Arbeit und es ist natürlich eine Erfahrung, die einhergeht. Das ist ein bisschen wie das Traden, das muss man lernen, aber man lernt es nicht in der Theorie, sondern auf dem Weg dorthin. Und
hört sich das für mich an, mein Eindruck ist der, du hast auf dem Weg mit den Airdrops eigentlich Krypto kennengelernt, oder? Ja, absolut richtig, ja. Also, ich habe viel mehr über Krypto kennengelernt als, über jede andere Möglichkeit, weil ich habe gelernt, wie einfach es ist, einen Token zu erstellen. Ich habe gelernt, wie einfach es ist, eine Staking-Plattform zu erschaffen. Und ich habe auch gelernt, wie man, auf Scams reinfällt, weil ich meine, der beste Weg, um sich zu schützen, ist einfach nur zu verstehen, wie man das überhaupt erzeugen kann. Und das ist, glaube ich, Mhm. der Punkt, wo viele auch scheitern, denn viele ähm, Ä Airdrops sind nicht für viele gemacht. Es ist was Lustiges, es ist was Witziges, sofern man im Testnet unterwegs ist. Ja. Spätestens dann aber, wenn man im Mainnet unterwegs ist, da, verbrennt man auch ordentlich Gebühren. So, bei mir ist es zum Beispiel Layer Zero ist auch eines der Projekte, Tier One Airdrops. Also, ich glaube, CK Sync, Base und Layer Zero und Linea, das werden so vielleicht lebensverändernde, Airdrops sein, ja? Und, Inwiefern? Lebensverändernd für dich vom Revenue oder von den vom Revenues Aufwand her, her? ja, genau, von den Aufwand her, weil, ähm, es gibt Airdrops, zum Beispiel Dyddx, kennst du Dyddx eigentlich? Ne? Es ist, eine Perp-Plattform, eine DApp, und die haben einen Airdrop veranstaltet und die, Wallets, die ganz weit oben standen, haben $100.000 bekommen, so, an Airdrops. Und bei kennst du Celestia? Celestia. Celestia, Tier. kennst Ja, genau, ja, ja, die haben Tier, AirPods letztes Jahr durchgeführt, ziemlich viele, ne? richtig. Und hättest du zum Snapshot-Zeitpunkt eine Node am Laufen gehabt, dann hättest du, glaube ich, $50.000. So, ne? Also Wow. 0,8 Bitcoins, einfach so. Und mittlerweile, ist es bei mir auch so, dass man bei den Großen mitspielen will. Man will mit den Profis mithalten können. Deswegen muss man auch zwangsläufig, weil es so einen Wettbewerb in dieser Szene gibt, muss man auch zwangsläufig mehr machen als alle anderen. Das heißt, ähm, die Entwicklung ist hier viel stärker fortgeschritten, denn durch Airdrops habe ich gelernt, wie man eine Node aufsetzt. Ich wusste keine Mhm. Ahnung, was es ist, was das war. Krass. Ich habe es gelernt, ein, ähm, wie man einen Server kauft, wie man über Docker mit SSH-Befehlen arbeitet. Ja, also ich wusste das alles Wahnsinn. gar nicht so. Ähm, Also, du kommst auch gar nicht aus der Entwicklerszene. Du hast gesagt, okay, du hast es dir einfach beigebracht, weil dich das Thema ja. AirDrop so begeistert hat. Und das heißt, du würdest es jetzt auch nicht jedem nahelegen, aber jemanden, der sagt: „Okay, ich habe Bock zu lernen, ich habe richtig Bock auf den Space und will auch ein bisschen so entwicklermäßig da auch unterwegs sein“, dann lohnt sich's? Ja, absolut. Also, jeder, der Lust hat, an sich zu arbeiten und zu lernen, da ist die Lernkurve extrem hoch. Man kann auf einem kleinen Niveau Airdrops farmen, man kann aber auch auf 'nem sehr großen Niveau auch farmen. Aber ich will eine Sache sagen, man weiß bei Projekten niemals, ob dieser Airdrop überhaupt lukrativ sein könnte, wenn man muss auch einige Regeln beachten, zum Beispiel, dass man untereinander keine, Token hin und her verschickt, weil es dann Mhm. sein kann, dass du für genau diesen Airdrop ausgeschlossen wirst, weil es gibt da einen Begriff, das nennt sich Sybil. Sybil bedeutet: „Ich bin ein Bot.“ Und es kann schon sein, wenn du und ich an einem Airdrop arbeiten Mhm. und gemeinsam farmen und du sagst mir: „Du Hugo, ich habe grade kein Ethereum für Gas, kannst du mir mal was schicken?“ Und ich schicke dir das, dann haben wir 'ne Verknüpfung in der Wallet. Und Mhm. über Arkham, über diese ganze, On-Chain Analytics kann man genau das auffinden und diese Verknüpfungen quasi aus'm Snapshot rausnehmen. Das heißt, wenn wir Pech haben, haben wir so viel Geld investiert und so viel Zeit Mhm. investiert und kriegen letztlich nichts ab, weil wir einfach geblacklistet worden sind. Mhm. Deswegen gibt es da sehr viele Regeln, dass man seine Wallet, wirklich nicht mit anderen teilen sollte, also keine Verbindung zu anderen Wallets hat, oder auch nicht wie Bots arbeitet, sondern immer zur selben Uhrzeit 'ne Transaktion durchführt, ne?
Jetzt sind wir schon in den Praxistipps. Also genau Ja, das, sorry. nee, gerne, sprech weiter. Das war genau so Ja, deine Praxistipps. Wallet separieren, nicht wie ein Bot handeln. genau. Also Wallet separieren, nicht mit mehreren Wallets arbeiten. Man kann Multi-Wallet nutzen. Das ist meistens auch gerne gesehen, aber wenn es so 10 Wallets sind, dann lieber lassen. Das wird auch zu viel Arbeit sein und das macht Mhm. einen echt krank. So, lieber mit zwei, ich habe 2 Wallets und damit farme ich alles. So, das reicht. Okay. Ne? Und die haben auch keinerlei Verbindung zueinander. Wenn ihr Geld auf eure Wallets schickt, auch über Binance, dann immer wieder von einer Börse auf die Wallet, nicht von Wallet zu Wallet. Sehr, sehr Mhm. wichtig, weil dann Wegen der Sybil-Attacke. Sybil, genau, richtig. Und da kann man leicht identifizieren, ob ihr ein Bot seid oder nicht. Aber so zu 100% können die Unternehmen das Ganze nicht nachvollziehen. Aber Sicherheit geht natürlich vor, weil ich sage euch mal, warum das so wichtig ist. Die Unternehmen, ein CK Sync zum Beispiel, würde sich würde das ganze Ökosystem ruinieren, wenn sie einen Airdrop Mhm. veranstalten und die mehr als 50% der Coins gehen auf komplett gebottete Wallets, die von einer Person gesteuert wird, wirst du für kommende Governance Proposals bist du eigentlich verloren, weil Mhm. damit hast du eine Zentralisierung. Und das wollen diese ganzen Projekte wie CK-Sync, Base und so weiter verhindern, indem sie ganz genau schauen, wenn sie einen Airdrop vergeben, dass sie nicht auf zentralisierte Wallets landen, dieses Geld. Ne? Mhm. Deine Top 3 Airdrops 2024, die wir vielleicht auf dem Schirm haben könnten, neben dem CK Sync. Also, da sollte deine Community jetzt unbedingt Stift und Blatt Papier rausholen, denn ich kann hier mehrere nennen. Und zwar wäre ein sehr, sehr guter Testnet-Airdrop, Berachain, Mhm. unbedingt anschauen. Es ist vollständig im Testnet. Das heißt, man würde sich Testtoken bekommen. All das kriegt man auf der Website von Berachain. Ich schicke dir dazu auch nochmal den Link von Berachain selber mit dem White Paper. Und dann könnt ihr Bestätigt euch offiziell? es ist nicht bestätigt. Nee, nee, aber die Nicht Wahrscheinlichkeit bestätigt. ist sehr, sehr groß. Also sie werden es auch nicht bestätigen, Steffi. Die Okay. Berachain und so weiter, sie werden nicht sagen, wir werden 100% einen Airdrop veranstalten, weil sie damit sehr, sehr viele Leute anziehen werden. Und die Unternehmen, die besonders sich da zurückhalten, das sind dann die Unternehmen, die man dann auch eher vertrauen kann, weil das ist jetzt die Erfahrung an dieser Stelle. Unternehmen, die sagen, wir werden einen Airdrop machen, da fällt meistens der Airdrop sehr, sehr schwach aus, als Unternehmen, die nichts dazu sagen und sich sehr bedeckt halten. Wäre auf Mhm. jeden Fall Berachain. Sonst auch nochmal SyncSwap. Sie haben, das ist auf CK Sync, das ist quasi das Uniswap von CK Sync, SyncSwap. Sie haben in einem Twitter-Beitrag gesagt, dass sie einen Airdrop machen werden, aber es handelt sich hier nicht um eine Blockchain, sondern um eine DApp. Ja, also bei Mhm. kleineren DApps, die können halt sagen, wir werden es machen, aber nicht bei kompletten Ökosystemen, so wie Berachain, Mhm. ne, oder CK Sync, Mhm. die werden es niemals sagen, die werden eher dann über Dezentralisierung sprechen. Sonst auch Orbiter ist auch eine DApp. Es ist Okay. quasi wie Wormhole und wie Layer Zero, Cross-Chain übergreifende Transaktionen. Okay, Ähm, cool. was ich jetzt vergessen habe zu sagen, auf Berachain muss man mit dem Ökosystem interagieren. Also die DEX nutzen, Lending, Borrowing betreiben. Also nicht für Anfänger? Das ist ein Testnet. Man kann Oder sich man kann da einfach echt dran lernen. Man kann dran lernen, es ist ein Testnet, ihr verliert da kein Geld. Gas wird aus Fusses bezahlt, also aus Testtoken. Und da kann man echt die DEX nutzen und das ist alles auch im White Paper sehr gut erklärt. Bei SyncSwap, da muss man nur Volumen generieren. Das war's. Also es reicht auch aus, wenn man $500 hin und her swappt. Natürlich Mhm. werdet ihr ein bisschen Gas bezahlen müssen, aber das muss man halt ja, opfern. Bei Layer Zero habe ich, glaube ich, $800 an Gas bezahlt. Nur an Gas. Nur um Boah, Transaktionen hin und her zu schicken. So. dann muss es Ähm, sich aber wieder lohnen. ja, ja, ich hoffe, ich weiß es nicht. Ne?
bei Orbiter, das ist auch eine DApp, Cross-Chain übergreifendes Messaging, also auch Layer Zero wie Wormhole. Mhm. Und da reicht es aus, wenn ihr einfach viele Swaps hin und her durchführt. Lieber bleibt, wenn ihr das nicht zu groß auffahren wollt, swappt von Layer 2 auf Layer 2. Es ist sehr, sehr günstig. Ne? Und ansonsten, ja, was jetzt aktuell nochmal so ansteht bei mir, wo ich persönlich sehr, sehr tief verankert bin, ist natürlich CK Sync. Das farme ich aktiv seit mehreren Monaten, wenn sogar auch ein Jahr. Eigenlayer, das Thema Restaking wird ein sehr, sehr großes Thema sein. Mittlerweile hat Eigenlayer auch ihr Mainnet gestartet und da wird sich zeigen, wie viel dabei rumkommt. Die Bridge ist auch aktuell sehr, sehr gehypt. Kann man Punkte bekommen, aber diese Punkte bekommt man nur, umso mehr man Gas ausgegeben hat, bekommt Mhm. man Punkte. Also pro Mhm. einen Dollar Gas kriegst du einen Punkt. So, Also hier und muss man bereit sein, ja, eventuell Verluste mit hinzunehmen, aber da weiß man eben nicht, wie lukrativ ist der Airdrop am Ende dann. also um dieses Thema nochmal so ein bisschen diese Brücke dann zu schließen, du hattest gerade, Steffi, über Verluste gesprochen. Es sind, ja, auf dem Papier ist es erstmal ein Verlust, aber es ist kein verbranntes Geld, weil Mhm. man arbeitet aktiv an einem Ökosystem in der Hoffnung, dass man ein Airdrop bekommt. Und selbst wenn man bei kleineren Projekten überhaupt mitarbeitet, ein bisschen Gas verbrennt, sage ich jetzt mal so, oder opfert oder investiert, und dann ein Teil zurückkommt, dann sind definitiv die Gasgebühren gedeckt. Meine Mhm. Erfahrung ist aber, dass sich das Ganze lohnt. Es ist lukrativ. Selbst wenn ich, wie auf Layer Zero zum Mhm. Beispiel, $800 an Gas bezahlt habe, wird es bei einem Airdrop sehr lukrativ werden, weil die Airdrops meistens, also Minimum, sollten da schon nach 12 Monaten Farmzeit mindestens $1000 drin sein, wenn sogar mehr. Mhm. So. Und Wow. bei Venom zum Beispiel, da ist nichts bei rumgekommen. Es gibt auch Airdrops, die machen einfach keinen Airdrop, die werden keinen Airdrop machen, egal wie doll man auch dran gearbeitet hat, aber dann Mhm. verscherzt man sich halt die Community, ne? Also die Unternehmen müssen halt schon für sich am besten schauen, wie sie die Community am besten gestülpt bekommen. Ähm, und das ist halt so meine Erfahrung, ne? Also ich mache das schon seit einigen Jahren. Mein erster Airdrop war übrigens Bitcoin Cash. Ach, cool. Das war mein allererster Airdrop. Ich wusste davon nichts, aber man Wow. hat den Fork mitgenommen und Bitcoin Cash dann $3600, einfach so, das war schon okay. Und irgendwann mal kam ich so ein bisschen in diesen Rabbit Hole mit rein, mit dem Thema Airdrops. Es ist eine Das hat dich wahnsinnig gepackt. interessante Sache. Also neben aktuell Meme-Coins und Smart Money Research ist auch Airdrop so gerade so mein Steckenpferd. Und da versuche ich alles, das Beste rauszuholen, ne? Und dann auch Voll mehr zu machen als legitim. alle anderen. Und das, ich glaube, das haben wir an der Stelle auf jeden Fall gemerkt. Ich habe dein Ei von der Leidenschaft richtig gespürt und ja, mega, mega, mega spannende Insights. Ich danke dir, Hugo, wirklich von Herzen. Das heißt, auch wenn ihr ein bisschen mehr über Airdrops erfahren wollt, mehr wissen wollt, schreibt gern eure Fragen unter das Video drunter. Wir versuchen darauf zu antworten und, ja, Hugo, Kryptosphäre, YouTube-Kanal, Kollege von mir, macht coolen Content dazu und, vielen, vielen lieben Dank, dass du deine Erfahrungen heute bei uns geteilt hast. Und auch vielen herzlichen Dank, dass ich bei dir auch dieses tolle Interview führen durfte, Steffi. Du bist eine verdammt sympathische Person. Und ich muss auch nicht dich auch nochmal loben, die Zeit und die Qualität, die du in deine Videos investierst. Ne? Also das habe ich so in YouTube Deutschland nicht gesehen. Wirklich Respekt Gott, und Hut ab. ich werde ganz rot. Aber es ist ja auch so, die Dankeschön. Qualität ist halt schon mit den ganzen Effekten und das sehen die normalen Leute ja nicht, ne? Die deine Videos einfach konsumieren, aber da steckt schon sehr, sehr viel Zeit mit drin und ne, das so Bin halt von Krypto fasziniert. ja, So wie du von Airdrops fasziniert bist. Ich ja. glaube, es hat mich auch so ein bisschen gepackt und, deswegen sind wir da. Mhm. Ähm,
Leidenschaft und Feuer an die Leute weitergeben und Absolut, mit ja. dem Thema anstecken. Absolut. Genau. Dann bis ganz bald, gerne wieder und ja, schönen Abend, schönen Tag noch, wo auch immer ihr seid. Macht's gut. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.